Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bereite ich russische Manti vor. Wir geben 500 Gramm Mehl, eine Prise Salz, ein Ei sowie 225 Milliliter Wasser in eine Schüssel. Die Zutaten werden dann mit den Händen oder einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig geknetet. Im Idealfall sollte der Teig nicht an deinen Händen kleben. Wenn das doch der Fall ist, dann gibst du einfach etwas Mehl hinzu und knetest diesen in den Teig hinein. Nun decken wir den Teig mit einem Küchenhandtuch ab und lassen diesen eine Stunde gehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Füllung der Manti, indem wir 400 Gramm Zwiebeln schälen und anschließend in Würfel schneiden. Die fertig geschnittenen Zwiebeln gibst du dann in eine etwas größere Schüssel. Zu den Zwiebeln gibst du noch 400 Gramm Hackfleisch, ein Ei sowie Salz und Pfeffer nach Belieben. Jetzt kommen auch schon wieder die Hände zum Einsatz. In diesem Schritt würde ich dir sogar empfehlen, die Hände zu benutzen, denn durch das Kneten entfaltet sich ein bisschen Zwiebelsaft und das kann man dann ganz gut mit dem Fleisch zusammenmischen. Ich persönlich finde nämlich, dass die Füllung dadurch saftiger wird. Zur Füllung gebe ich dann immer noch gerne einen ordentlichen Schuss Milch und knete diesen dann mit den Händen unter. Im nächsten Schritt widmen wir uns dann dem Teig, indem wir ungefähr ein Viertel des gesamten Teiges nehmen und diesen erstmal mit einem Nudelholz ausrollen. Der Teig sollte so dünn ausgerollt werden, sodass er am Ende etwas transparent geworden ist. Mit einem Becher stechst du dann gleich große Kreise heraus. Und dann entfernst du anschließend den Teig, der nicht ausgestochen wurde. Du gibst jetzt noch einen Esslöffel Hackfleischfüllung auf die Mitte des Teiges und dann können wir auch schon die Manti formen. Zuerst nimmst du die untere und die obere Seite und klebst diese zusammen. Dann nimmst du noch die linke und rechte Seite und klebst sie auch in die Mitte mit rein, sodass du dann am Ende 4 Seiten hast, die in der Mitte zusammengeklebt werden. Dann klebst du noch die beieinander liegenden Seiten zusammen, sodass die Hackfleischfüllung dann in dem Teig verschwindet. Nun sieht das Ganze aus wie ein X von oben und wir führen jeweils 2 Seiten zueinander, sodass wir dann die typische Manti-Form herausbekommen. Natürlich wiederholen wir den Vorgang, bis wir den Teig und die Fleischfüllung aufgebraucht haben. Ihr müsst die Manti dann noch in reichlich Öl tunken, damit sie in der Mantovaca nicht ankleben. Jetzt müsst ihr nur noch den Herd anschmeißen und das Wasser zum Kochen bringen, welches sich im unteren Topf der Mantovaca befindet, und lässt das Ganze dann ca. 45 Minuten garen. Und hier sieht man unser leckeres Endergebnis. Die Manti kann man dann mit saurer Sahne servieren und genießen. Bis zum nächsten Mal.